Das ist das Südkap in Norwegen. Und das da vorne, das bin ich. Endlich angekommen, nach einem gefühlt endlosen Tag auf dem Motorrad. Was war das ein Ritt heute? Zuerst vom Rheinland rauf nach Dänemark und dann rüber nach Norwegen. Es ist Tag 1 meiner Reise an eines meiner Traumziele, seit ich vor 11 Jahren mit dem Motorradfahren angefangen habe. Das Nordkap. Fast hätte ich sogar die Fähre nach Norwegen verpasst, denn ich Glücklicher muss natürlich in den einzigen Stau in ganz Dänemark geraten. Aber Dänemark hat sich revanchiert, denn während der Überfahrt über den sonst so gefürchteten Skagerrak hatten wir eine absolut spiegelglatte See. Da hört man von anderen Leuten ganz andere Geschichten. Nach wochenlanger Planung bin ich jetzt endlich unterwegs und euch nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich habe diese Reise im Spätsommer 2020 unternommen. So blöd das jetzt klingt, aber der Zeitpunkt war trotz Corona eigentlich ideal. Es sind kaum Touristen unterwegs, ich bin sowieso alleine unterwegs, bin an der frischen Luft und zelte, wann immer es geht, draußen im Fjell. Man könnte also sagen, in gewisser Weise bin ich ganz Corona-konform unterwegs. Wenn ihr es euch dann bequem gemacht habt, würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Sind ja auch nur 2518 Kilometer. Auf dem direkten Weg wohlgemerkt. Aber, wer nimmt denn schon den direkten Weg? Tiefe Fjorde und die höchsten Berge Skandinaviens. Neugierige Tiere am Rand endloser Straßen. Strahlender Sonnenschein im Wechsel mit Mistwetter. Und dazwischen immer wieder eindrucksvolle Landschaften, die sich alle paar Kilometer verändern. Das ist Norwegen. 8000 Kilometer war ich auf der Straße, alles für die Erfüllung eines Traums. Mit dem Motorrad ans Nordkap. Und euch nehme ich mit. Wo könnte man eine Reise besser starten als am genauen Gegenteil des Zielortes? Vom südlichsten Landzipfel Norwegens rauf an den nördlichsten. Zwar bin ich hier dank Corona fast für mich alleine, das allerdings bringt ein ganz großes Problem mit sich, denn das Verhältnis Menschen zu Mücken hat sich nicht gerade zum Vorteil der Menschen entwickelt. Als ich abends komplett fertig in meinem Zelt liege, werde ich deswegen von ca. 50 Millionen kleinen Kriebelmücken heimgesucht. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, am nächsten Tag sehe ich aus wie ein Streuselbrötchen. Aber erstmal mache ich auf meinem kleinen Feldherrenhügel Feierabend. Der restliche Campingplatz schläft noch, als ich am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang bereits wieder auf den Beinen bin. Da ich heute in eine absolute touristische Hochburg fahre, möchte ich möglichst früh unterwegs sein. Bevor man in den wilden Norden Norwegens gelangt, muss man leider notgedrungen auch durch den sehr touristisch geprägten Süden. Mein erstes Etappenziel an diesem Tag ist daher die kleine Ortschaft Lysebotn am gleichnamigen Fjord. Unterwegs zeigt sich mir Norwegen bereits jetzt schon genau so, wie man es im Katalog erwarten würde. Die Straße führt immer wieder durch grüne Täler, über sanfte Hügel, hin und wieder auch mal durch einen Tunnel, aber die meiste Zeit einfach nur am Wasser entlang. Wollt ihr nach Lysebotn, dann habt ihr exakt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr setzt mit der Fähre über den Fjord über, oder ihr macht es wie ich und nehmt die Straße durch die Berge. Zurück will ich dann die Fähre über den Fjord nehmen. Die FV 500, denn so heißt die Straße nach Lysebotn, ist eine klassische norwegische Gebirgsstraße. Sie ist eng, sie ist steil und sie ist kurvig. Für Motorradfahrer absolut ideal, ich habe traumhaftes Wetter und deswegen ist diese Strecke an diesem Tag für mich persönlich auch das absolute Highlight.
Den Abschluss bilden dann gleich 27 Haarnadelkurven, mit denen ihr die insgesamt 1000 Meter Höhenunterschied zum Fjord ausgleicht. Wenn ihr also mal in der Gegend seid, dann sollte diese Straße auch auf jeden Fall auf eurer Liste stehen. Im Tal wartet auch bereits die Fähre, um den Hobel und mich zurück über den Fjord zu schippern. Spätestens hier ist man wieder nur ein Tourist unter Hunderten, denn die Fähre ist vollgepackt mit Deutschen. Bei dem Wetter ist die Überfahrt mit der Fähre ein einziger Genuss. Zusätzlich kommt die Fähre aber jetzt auch an zwei der wohl berühmtesten Attraktionen Norwegens vorbei, dem Chirag und dem Preikestolen. Der Chirag ist dieser berühmte, zwischen zwei Felsen eingeklemmte riesige Kieselstein, kennt ihr bestimmt. Man kann sogar mit dem Teleobjektiv von hier unten noch erkennen, dass sich genau in diesem Moment irgendein mutiger Mensch auf den Stein gewagt hat und jetzt knapp 1000 Meter tief in den Abgrund blickt. Auch der Preikestolen ist sicherlich nicht nur Vikings-Fans bekannt. Über 600 Meter über dem Fjord sieht man auch hier von unten wieder mutige Leute, die den Blick über die Kante wagen. Ich will an dieser Stelle auch nicht lügen, ich wäre gerne einer dieser mutigen Menschen gewesen, aber es hat mittlerweile knackige 32 Grad, ich bin in einer Motorradkombi unterwegs, die nicht gerade für Gebirgswanderungen ausgelegt ist und deswegen muss ich bei diesen beiden Sehenswürdigkeiten leider passen. Aber als Trost habe ich sie aus einer Perspektive zu sehen bekommen, wie sie die meisten Norwegen-Urlauber wahrscheinlich nicht sehen. Es ist mittlerweile schon früher Abend und ich bin von den Temperaturen in der Motorradkombi auch ein wenig fertig. Deswegen mache ich mich jetzt auf die Suche nach einem Platz zum Übernachten. Da die Gegend hier sehr dicht besiedelt ist, wird es leider notgedrungen wieder mal ein Campingplatz. Dafür liegt dieser Campingplatz aber strategisch günstig an genau der Straße, mit der ich morgen meine Reise fortsetzen möchte, der Refylkewegen. Bevor es für mich in den Schlafsack geht, folgt aber noch die Erkenntnis des Tages. Und so hört sich in Norwegen eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% an. Sonnenaufgang auf dem Refylkewegen. Es ist noch früher Morgen, als ich am nächsten Tag wieder im Sattel sitze. Und das ist auch nötig, denn ich habe heute einen langen Tag vor mir. Größtenteils folge ich heute dem Fylkesveg 13, einer Landschaftsstraße entlang der Fjorde. Erstes Zwischenziel sind dann die Wasserfälle auf dem Weg nach Odda. Kleiner Spoiler vorweg, es wird in dieser Episode sehr viele reine Fahrsequenzen geben. Aber wenn ihr es trotzdem bis zum Ende durchhaltet, dann verspreche ich euch, werde ich euch mit wunderbaren Landschafts- und Drohnenaufnahmen belohnen. Der heutige Tag ist geprägt von mehreren imposanten Wasserfällen.
Alle paar Meter stürzt entlang der Straße von irgendeinem Felsen Wasser in jeder möglichen Menge runter. Und 3 der größeren Wasserfälle will ich euch hier mal eben vorstellen. Hier am Vleesefossen mache ich mittags eine längere Rast. Meine Nudeln koche ich mit frischem Flusswasser, mit dem ich auch meine Wasserflasche wieder auffülle, und eine gute Stunde lang lasse ich hier einfach nur die Füße im Wasser baumeln. Ein gutes Stück nach Norden kommt man kurz vor Odda am Espelandsfossen und dem Lotefossen vorbei. Hier der eine, da vorne der andere. Diese Wasserfälle sind auf ihre eigene Art ziemlich einzigartig, denn sie integrieren sich perfekt in die Landstraße. Vom vollkommen überfüllten Parkplatz lauft ihr mitten über die vielbefahrene Straße, um während ihr Fotos und Videos macht, von der Gischt der Wasserfälle nass zu werden. Ach ja, und auf einmal fährt ein 40-Tonner nur 1 Meter an euch vorbei. Während ich am Vleesefossen noch meine Ruhe hatte, wird man hier aber wieder von Touristen mit meist deutschen, dänischen oder niederländischen Nummernschildern totgetreten. Hinter Odda ist die Straße auf einmal so eng, dass 2 LKW kaum mehr aneinander vorbeikommen. Links ist der Fjord, rechts kommen die Berge. Und das, obwohl diese Straße die wichtigste Fernstraße der ganzen Gegend und entsprechend stark frequentiert ist. In einer Stunde komme ich hier nur ca. 40 Kilometer vorwärts. Ich bin zwar nicht auf der Flucht, aber dieses Stop and Go zerrt doch gehörig an den Nerven. Leider merkt man hier bereits, dass die Linsenabdeckung von meiner Helmkamera beschädigt ist. Da ich mir die Videos aber leider unterwegs nicht angesehen habe, habe ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon. Erst am nächsten Tag bei Geiranger fällt mir auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Ab dann sind die Bilder auch wieder klar und vor allem scharf. Bis dahin tut's mir leid, dass die Qualität jetzt ein bisschen leiden muss. Die LKW folgen später zum Glück einer anderen Route, sodass ich ab der imposanten Hardanger Brücke wieder freie Fahrt habe. Das Besondere hier, ihr fahrt von einem Tunnel direkt auf eine Brücke und von der Brücke direkt in den nächsten Tunnel ein. Im Inneren der Tunnel findet ihr außerdem Kreisverkehre, die durch ihr blaues Licht ein ganz besonderes Feeling erzeugen. Wenn die Norweger eine Sache können, dann sind es Brücken und Tunnel. Man sollte wirklich überlegen, ob man deutsche Autobahnbrücken nicht lieber von Norwegern bauen lässt, dann passiert wenigstens mal was. Kurze Zeit später verlasse ich aber schließlich die 13 und folge ab jetzt der E16 in Richtung Auerlandsvangen. Hier war jemand bei der Namensgebung wirklich kreativ, denn von Auerlandsvangen am Auerlandsfjord fahre ich jetzt rauf ins Auerlandsfjell. Die Straße hoch ins Fjell ist nichts für schwache Nerven. Mir hat eine Straße selten so viel Spaß gemacht, während sie mir gleichzeitig so einen Respekt eingeflößt hat. Auf einer Länge von ungefähr 10 Kilometern fahrt ihr konstant mit 10% Steigung, eine Haarnadelkurve folgt die nächste, die Straße ist eigentlich nur einspurig, aber natürlich in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Ich habe noch Glück, Gegenverkehr habe ich nur an den besonders breiten Stellen, denn ihr dürft nicht vergessen, zusammen mit den Koffern ist mein Motorrad genauso breit wie ein handelsüblicher Kleinwagen. Mit noch leicht weichen Knien komme ich oben schließlich am Stegastein an, einem tollen Aussichtspunkt über 1000 Meter tief in den Fjord. Wer noch ein bisschen Restmut übrig hat, der hat hier die Möglichkeit, sich am extra dafür schräg angebrachten Geländer ein wenig über den Abgrund zu beugen. Und zugegeben, die Aussicht ist auch die ein oder andere Nahtoderfahrung auf dem Weg nach hier oben wert. Ab dem Stegastein fahre ich jetzt den Snøvegen entlang, zu Deutsch der Schneeweg. Von Schnee ist hier im Spätsommer zum Glück nicht mehr allzu viel zu sehen, aber hin und wieder liegen noch so große Haufen am Wegesrand, dass ich mir gar nicht ausmalen möchte, was hier im Winter abgeht. Wer keine Lust hat, dem Schneeweg ca. 40 Kilometer über den Pass zu folgen, der hat Glück, denn direkt darunter führt mit 24,51 Kilometern der Lærdalstunnel als längster Straßentunnel der Welt einmal quer durch den Berg.
Da ich die letzten beiden Nächte nur auf Campingplätzen übernachtet habe, will ich die nächste Nacht unbedingt hier im Fjell zelten. Endlich finde ich einen geeigneten Platz und beginne mit dem Zeltaufbau. Doch ich bin nicht allein. An dieser Stelle möchte ich euch meine beiden neuen Freunde vorstellen. Na Kumpel? Ich habe schlechte Nachrichten, ich habe keine Kräuter für dich. Ist aber schön, dass du vorbeischaust. Ja, ich tu dir nichts. Keine Sorge. Du kommst nicht in die Suppe. Na, bei dir weiß ich's noch nicht genau. Na gut, du auch nicht. Da kommen eure Freunde. Ja, so viel zum Thema, ich baue jetzt in Ruhe mein Zelt auf. Die denken, in der Packtasche gibt es was Leckeres zu essen. Gibt's aber nicht. Tut mir leid. Da ist nur ein Zelt drin, das ist verdammt schwer verdaulich, wenn man Wiederkäuer ist. Als das Zelt dann schließlich steht und die Schafe weitergezogen sind, gibt es dann auch etwas zu essen. Aber nur für mich. Und damit endet auch der Tag, denn ich muss mich vor den Mücken mal wieder ganz, ganz schnell ins Zelt retten. Ihr erinnert euch, die fehlenden Touristen sorgen dafür, dass die verbleibenden Mücken noch einen Ticken aggressiver geworden sind als sonst. Nächster Morgen Abfahrt vom Auerlandsfjell. Die Nacht über hatte ich keinen Handyempfang, es war schön mal komplett offline zu sein, was aber vor allem in Skandinavien mit seiner gut ausgebauten Netzabdeckung eher die Ausnahme ist. Auf den restlichen Kilometern den Snøvegen runter ins Tal verbindet sich mein Handy aber wieder und brummt mit neuen Nachrichten munter in meiner Jacke vor sich hin. Heute wird euch wahrscheinlich wieder die abnehmende Qualität meiner Helmkamera auffallen. Es ist nur noch heute so, versprochen. Haltet durch, ab morgen ist wieder alles gut. Ich freue mich auf den heutigen Tag, denn ich werde heute zum ersten Mal in meinem Leben Gletscher sehen. Und nicht nur einen. Mein erstes Ziel ist der Nigatsbreen, ein Arm des Jostedalsbreens, welcher der größte Festlandgletscher Europas ist. Dafür nehme ich nach dem Abstieg vom Berg und einer kurzen Fährfahrt über den Fjord einen ca. 60 Kilometer langen Umweg auf mich, denn der Gletscher selber liegt am Ende einer Sackgasse. Aber erfreulicherweise bin ich hier fast alleine unterwegs, die Straße führt immer schön am Schmelzwasserfluss entlang und ehe man sich's versieht, sind die 30 Kilometer von der Hauptstraße bis zum Gletscher auch schon vorbei. Achtet mal auf die Farbe des Wassers. Den Bereich rund um den Gletscher habe ich fast für mich alleine, nur ein paar andere Besucher sind hier und bereiten sich auf eine geführte Wanderung über das Eis vor. Leider ist der Nigatsbreen mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Allein in den letzten 10 Jahren zog er sich mehrere 100 Meter zurück. Ich bin froh, dass es mir noch vergönnt ist, einen Gletscher im echten Leben sehen zu können. Kommende Generationen werden dieses Privileg sehr wahrscheinlich nicht mehr haben. Ein Grund mehr für mich, noch mehr Gletscher zu sehen, solange ich noch hier bin. Weitere Gletscher. Das ist das Stichwort der nächsten Etappe, denn jetzt geht es zurück in die Berge und rauf ins Sognefjell. Hier unten am Lustrafjord könnte man auch das Gefühl haben, statt in Norwegen irgendwo am Gardasee unterwegs zu sein. Ein bisschen später aber schwingt man sich dann schon wieder über die Serpentinen tausende Meter in die Höhe und in karge Gebirgslandschaften. So geht das hier mehrmals am Tag. Rauf und runter, rauf und runter.
Solltet ihr euch hier wundern, warum ich die Serpentinen immer so langsam fahre, dann vergesst bitte nicht, dass eine GS von Haus aus ein richtig schwerer Bock ist. Meine ist zusätzlich noch mit Ausrüstung für 3 Wochen beladen und im Grunde bewege ich hier einen Kleinwagen. Dazu kommt, dass die Serpentinen hier die sehr unschöne Eigenschaft haben, nicht nur eng und steil zu sein, sondern in sich auch noch geneigt sind. Ihr seht es hier, sollte mir da einer entgegenkommen und ich muss ruckartig anhalten, dann kippe ich sehr wahrscheinlich einfach um. Diese Situation hatte ich gestern im Auerlandsfjell, aber da konnte ich zum Glück an der richtigen Stelle noch anhalten und das Auto vorbeilassen. Wir folgen dem Fylkesweg 55 hoch ins Sognefjell. Die 55 führt hier genau zwischen den Nationalparks Breheimen und Jotunheimen. Hier oben ist schon wieder ein bisschen mehr los und die vielen Serpentinen haben sich wirklich gelohnt, denn die Aussicht ist gigantisch. Hier seid ihr sprichwörtlich auf dem Dach Skandinaviens. Außerdem kommt ihr hier noch am höchsten Berg Skandinaviens vorbei, dem Galdhöpiggen, 2469 Meter. Die 29 höchsten Berge Norwegens stehen allesamt hier oben im Jotunheim Nationalpark. Übrigens, mit 1434 Metern ist das die höchstgelegene Passstraße Nordeuropas. Aber die Drohne starte ich wegen der vielen Leute hier vorsichtshalber nur am südwestlichen Ende des Fjells. Doch auch nur mit dem Teleobjektiv kann man auf den Gletschern viele kleine Punkte erkennen, bei denen es sich um Wanderer auf Gletschertour handelt. Kurz darauf ist die Tour durchs Fjell aber auch schon wieder zu Ende und es geht den ganzen Kladderadatsch wieder runter. Ich mache an einem kleinen Schmelzwasserbach Pause, wo ich euch an dieser Stelle gerne meine neueste Errungenschaft vorstellen würde. Ich habe mir da übrigens auch mal was gegönnt. Das hier ist ein sogenannter Koppen. Den kriegt man jedes Jahr neu und zwar an der Tankstellenkette Circle K. Der Vorteil ist, damit könnt ihr 1 Jahr lang kostenlos an jeder Circle K Tankstelle in Norwegen nachtanken. Der ist nicht ganz günstig, ich glaube 25 € umgerechnet ungefähr, aber wenn man kaffeesüchtig ist wie ich, dann kann man da durchaus auch Gewinn mitmachen. Ich habe den jetzt schon 3-mal nachgefüllt, man bekommt auch sonst Rabatte auf zum Beispiel Gebäckaktionen. Von daher, wenn ihr gern Kaffee trinkt, das könnte sich für euch lohnen. Und während ich da so die Landschaft genieße, bemerke ich irgendwas im Augenwinkel. Irgendwer schleicht da um mein Motorrad. Eine Kuh. Ein Kalb hat sich mir neugierig genähert, was die Mutter allerdings nicht ganz so cool findet. Irgendwie habe ich es mit den Wiederkäuern in diesem Urlaub. Keine Ahnung warum. Ja, ich tue dir nix. Ich tue auch deinem Kalb nichts. Alles ist gut. Das Kalb ist übrigens da hinten im Busch. Genau, futter mal ein bisschen weiter, alles ist gut. Ich fahre heute noch bis Geiranger weiter. Dazu muss ich nochmal einen Pass überqueren, auf dem es so kalt ist, dass auf einem See auch im Spätsommer immer noch Eisschollen schwimmen. Dann geht es über die Serpentinen der Geiranger Straße zurück ins Tal. Hoch und runter, immer wieder. Kurz vor Geiranger habe ich nach den 3 Tagen im Zelt hier links unten im Tal eine kleine Hütte gebucht, um alle meine Geräte laden zu können und auch mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Den Abend überspanne ich aus, bekomme aber auch eine Hiobsbotschaft. Finnland, über das ich eigentlich meinen Weg in den Süden geplant hatte, wird wegen steigender Infektionszahlen die Grenze zu Norwegen in 3 Tagen schließen.
In 3 Tagen will ich nach meiner Planung aber eigentlich erst auf den Lofoten ankommen. Am Nordkap plane ich erst 3 Tage später zu sein. Ich könnte jetzt stattdessen auch auf direktem Wege hoch ans Nordkap fahren, die Lofoten links liegen lassen, einfach so schnell es geht weiter nördlich kommen, um es dann auch immer noch nach Finnland reinzuschaffen. Dafür müsste ich aber auf einige Zwischenziele verzichten. Am nächsten Morgen fahre ich erstmal nach Geiranger rein. Ich habe in der Nacht beschlossen, bei meiner ursprünglichen Reiseplanung bis ans Nordkap zu bleiben. Die nächsten 5 Tage bis zur Ankunft am Nordkap habe ich dann Zeit, mir einen Plan B für die Heimreise zu überlegen. Geiranger und der berühmte gleichnamige Fjord stehen wohl bei jedem Norwegen-Besucher auf der Liste. Während meines Besuches kann ich aber eigentlich gar nicht so richtig verstehen, warum. Im Hafen liegt kein großes Kreuzfahrtschiff und die Stadt selbst hat außer mehreren kleinen Wasserfällen nicht wirklich viel zu bieten. Ich schaue stattdessen diversen Rentnergruppen in den vielen Hotels durch die Fenster beim Frühstück zu, das war's dann aber auch schon. Schön wird es für mich persönlich erst wieder hinter Geiranger, denn von den umliegenden Bergen sieht der Ort wesentlich schöner und malerischer aus. Endlich nimmt auch die Helmkamera wieder klare Bilder auf, gerade noch rechtzeitig, denn direkt hinter Geiranger führt mit der Adlerstraße eine legendäre Serpentinenfolge 600 Meter den Berg rauf. In der letzten, auch Adlerkurve genannten Serpentine könnt ihr von einer Aussichtsplattform aus einen tollen Ausblick in den Fjord genießen. Jetzt wäre es tatsächlich auch sehr schön gewesen, wenn ein Schiff im Hafen läge. Die nächste Etappe wird richtig gut. Die Sonne lacht, die Helmkamera nimmt wieder scharfe Bilder auf und es stehen 2 Höhepunkte der Reise auf der Liste. Ich fahre hier gerade durch das Land der Trolle. Der nächstes Zwischenziel und eines der Hauptziele meiner gesamten Reise ist der Trollstigen. Von der Adlerstraße hinter Geiranger ging es eine kurze Runde durch die Berge und kleine Dörfer. Auf der anderen Bergseite breche ich plötzlich aus dem Nebel in die Sonne, die mich den ganzen Tag begleiten wird. Ich bin wie immer früh aufgestanden und vor allen anderen Touristen unterwegs, die Fähre bei Eidsdal habe ich daher fast für mich alleine. Hier kann ich auch in Ruhe was frühstücken. Generell nutze ich die zahlreichen Fährfahrten immer wieder gerne für kurze Snacks oder einen schnellen Kaffee. Alles Notwendige habe ich dafür immer griffbereit in der Tasche auf dem Kofferdeckel. Die Fährfahrten sind übrigens kostenlos. Durch kleine Täler, Dörfer und Erdbeerfelder geht es von einer Bergkette zur nächsten, bis zum Trollstigen müsst ihr noch knappe 40 Kilometer fahren. Bei Valldalen kommt ihr zwischendurch an einem ehemaligen Wasserkraftwerk vorbei, das auch heute noch eine Wahnsinnskraft ausstrahlt. Ein paar Kilometer weiter flussaufwärts fließt der Fluss durch eine Schlucht, dieser Ort wird Gudbrandsdjuvit genannt. Hier mache ich ein letztes Mal Halt, ehe es auf die Passstraße zum Trollstigen geht. Plötzlich öffnet sich die Landschaft und ihr fahrt durch ein weitläufiges Tal. Am Horizont sind bereits die markanten Berge entlang des Trollstigen zu erkennen. Immer weiter am Fluss entlang schraubt ihr euch auf insgesamt 850 Höhenmeter hoch. Wenn ihr wie ich von Süden her anfahrt, dann könnt ihr vom Scheitel des Passes aus jetzt tief ins Tal sehen. Oder ihr könntet, wenn ihr nicht wie ich eine tief hängende Wolkendecke vorfindet. Wunderschön ist es hier aber alle Male. Und wir treffen auf alte Bekannte, denn auch hier wird man von Schafen um Futter angepumpt.
schon wieder. Vorgestern habt ihr auch schon nichts bekommen. Heute auch nicht. Ja, sorry. Na ihr? Und dann fahre ich sie endlich, nachdem es 2017 am Wetter gescheitert ist. Die 11 Serpentinen und 12% Steigung des Trollstigen. Die Straße, von der jeder berichtet, der mal in Norwegen Urlaub gemacht hat. Und was soll ich sagen? Für mich persönlich die schönste Straße der gesamten Reise. Ein bisschen weiter ins Tal hinab mache ich dann Mittag, ehe es weiter an den keine 100 Kilometer entfernten Atlantik und zur Atlantikstraße geht. Meine Nudeln koche ich in guter Gesellschaft von irgendwelchen Typen, die komischerweise ganz ähnlich aussehen wie ich. So sehen angeblich die Trolle aus, die hier nachts ihr Unwesen treiben. Naja, immerhin fahren die Kerle Motorrad. Aber noch etwas fällt mir an meinem Rastplatz auf. Vorsicht! Bucklige Frauen an Rollatoren und Kinder, die sich über sie lustig machen. Ja, und die Kollegen hier sind eigentlich dazu gedacht, dass Schafe, Kühe und was weiß ich was nicht drüber gehen können. Ist hier nichts Ungewöhnliches. Auf den Pässen laufen die Schafe frei rum, wie ihr schon gesehen habt. Aber die hier, die sind besonders. Das sind Eisenbahnschienen. Und dann auch in einem solchen Abstand, dass die Leute, wenn sie drüber fahren, sich beinahe die Achsen rausreißen. Wahnsinn! Aber geben wir mal lieber wieder Gas, ab zur Atlantikstraße. Dafür fahren wir aus dem Gebirge raus und die Berge lassen wir für die nächsten Tage erstmal hinter uns. Die Atlantikstraße ist hier auf der Animation rot eingezeichnet.
Erinnert ihr euch noch an meine Frage, ob man durch Norwegen oder am Gardasee unterwegs ist? Diesen Eindruck hat man hier wesentlich deutlicher als gestern noch am Lustrafjord. Und so wird es um mich herum grüner und grüner, je näher ich dem Atlantik komme. Ab dem Dorf Bud fahre ich ab jetzt auf der Atlantikstraße. Wobei die eigentliche Atlantikstraße nur etwas über 8 Kilometer lang ist und erst viel später beginnt, aber ich zähle die Straßenabschnitte davor und dahinter jetzt einfach mal dazu. Anfangs fahrt ihr einfach nur am Ufer entlang und allein das ist schon eine herrliche Tour. Im letzten Drittel beginnt dann der beste Part und die eigentliche Atlantikstraße. Über viele kleine Brücken fahrt ihr von Insel zu Insel, vom Wasser trennen euch nur ein paar Zentimeter Beton. Einfach nur geil zu fahren. Und ab Christiansund machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. 2 Tage lang geht es hunderte Kilometer entlang der E6 nur noch nach Norden. Mein Ziel ist Bodø, von wo aus ich die Fähre auf die Lofoten nehmen möchte. Unterwegs komme ich durch Trondheim mit seiner fast schon deutsch anmutenden Stadtautobahn und kurz vor Mosjøen fahre ich durch das Tor nach Nordnorwegen. Wie ihr hier seht, handelt es sich dabei tatsächlich um ein körperliches Tor, das ist nicht bildlich gesprochen. Vor Mo i Rana gibt es für mich ein Wiedersehen mit der Baustelle auf der E6. Als ich vor 3 Jahren das letzte Mal hier entlang fuhr, war die E6 fast unpassierbar. Überall war der Asphalt abgefräst, es war grober Schotter aufgeschüttet worden und man fuhr wirklich durch granattrichtergroße Schlaglöcher. Heute ist die neue E fast fertig, nur hier und da sieht man noch parallel zur neuen Straße Reste der alten E verlaufen oder man fährt einfach auch ein paar Meter über die alte Piste. Ich sag ja, die Norweger sollten sich auch unbedingt mal deutsche Autobahnen ansehen. Über die neue E6 flink wie der Wind fahre ich hoch ins Saltfjell. Norwegen-Kenner wissen, was jetzt kommt. Richtig, ich habe die Grenze des Polarkreises erreicht. Und Tourist, der ich bin, darf natürlich auch das Bild mit Motorrad vor dem Arctic Circle Center nicht fehlen. Bisschen windig hier, würde ich sagen. Aber generell, welches Wetter hat man hier? Richtig, Polarkreiswetter. Es pisst in Strömen und windet dabei auch noch.
Chris Ahoi und Grüße aus dem Hafen von Bordeaux. Den Integralhelm tausche ich jetzt gegen eine Kapitänsmütze und lege mit diesem prächtigen Schiff ab zu neuen Ufern. Ja, oder eben auch nicht. Das würde ich gerne. Aber da ich mir ja unbedingt eine neue GS kaufen musste, kann ich armer Schlumpf mir sicherlich keine Fahrt mit den Hurtigruten leisten. Stattdessen warte ich hier in der Schlange beim restlichen Pöbel am Terminal der Autofähre. Die bringt mich in knapp 3 Stunden von Bordeaux aus nach Moskenes auf die Lofoten. Da es schon 20 Uhr sein wird, wenn wir anlegen, suche ich mir dann auch direkt danach irgendwo ein muckeliges Fleckchen zum Übernachten. Das Wetter hat sich zwischenzeitlich wieder beruhigt, aber warten wir mal ab, was die offene See noch so zu bieten hat. Oh Mann, ey, es ist so zum Kotzen. Ich habe ein Handtuch dabei, um mein Zelt abzutrocknen. Jedes Mal, wenn ich gerade damit fertig bin, es abzutrocknen, fängt es an zu pissen. Jedes Mal. Wahnsinn. War gestern genauso. Das wird die nächsten Tage nicht mehr besser. Hallo Lofoten, darf ich euch vorstellen, mein Zimmer mit Aussicht. Es ist nass, es ist kalt, es ist windig, aber so eine Aussicht, eieiei, auf anderen Campingplätzen müsstet ihr viel Geld dafür bezahlen. Nach 4 Jahren bin ich endlich nochmal hier und werde heute mal in aller Ruhe die alten Sehenswürdigkeiten abklappern und noch 1, 2 neue zu meiner Liste hinzufügen. Aber angesichts dieser Wolken könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Lofoten sich nicht sonderlich über unser Wiedersehen freuen. Naja, wie dem auch sei, willkommen auf den Lofoten. Heute und morgen fahre ich die Inseln einmal komplett von Süden nach Norden. Davon allein heute etwas mehr als die Hälfte bis Kabelvåg. Wider Erwarten hatte ich eine sehr ruhige Überfahrt, den Großteil der Zeit habe ich entweder geschlafen oder meinen Zinken in den Wind gehalten. Mit dem Überschreiten der Polarkreisgrenze habe ich aber scheinbar alles gute Wetter aufgebraucht, seitdem regnet und oder stürmt es ununterbrochen. Durch die Rüttelei am Zelt war die Nacht auch eher unruhig, die nasse Kälte kriecht so langsam in die Kombi, aber Mimimi gibt es nicht. Als erstes fahre ich nach O, das südlichste Örtchen, das ihr auf den Lofoten mit dem Fahrzeug erreichen könnt. Hier will ich einige Erinnerungen auffrischen, denn im Oktober 2016 war ich hier mit Kommilitonen auf Roadtrip. Damals sind im Sonnenschein wunderbare Bilder entstanden, die man heute leider vergessen kann. Hier mal zum Vergleich. Aber das Wetter kommt noch besser, wartet mal ab. Weiter geht die Fahrt nach Rheine. Der Name sagt euch nichts? Kein Problem, die Bilder kennt ihr garantiert. Rheine ist wohl eines der bekanntesten Fischerdörfer der Welt und das Motiv schlechthin, wenn man Bilder der Lofoten sieht. Leider ist der Sturm hier in der ungeschützten Bucht auch am stärksten.
Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich finde die Landschaft mit diesem rauen Wetter sogar noch schöner als bei Sonnenschein. Ich würde die Kamera ja ruhiger halten, aber der Wind möchte das nicht. Wenn man das hier so sieht, dann kann man auch verstehen, warum Rheine immer als das Postkartenmotiv der Lofoten dient. Aber mittlerweile kann man schon das Festland Norwegen sehen. Die Kamera nicht zu sehr verwackelt am ganzen Schatten hier. Während einer Pause werde ich in der Bucht von Flagstad auf einen Adler aufmerksam, der ungefähr 100 Meter entfernt auf einem Felsen sitzt und mich, Achtung, der kommt richtig flach, mit Adleraugen beobachtet. Da fliegt er. Wahnsinn. Und ein paar Kilometer weiter liegt schließlich der Strand von Haugland. Das ist einer der wenigen großen Sandstrände auf den Lofoten und in meinen Augen auch der schönste. Als nächstes schlage ich mich ein wenig durchs Hinterland.
glaube, im nächsten Leben werde ich Tierfilmer. Das ist doch deutlich entspannter als irgendein Bürojob. Übrigens, der ist schon 8-mal nachgefüllt worden. Schon bald hat er sich rentiert. Tja, und mittlerweile ist es schon wieder nach 14 Uhr. Ich bin seit über 6 Stunden unterwegs, habe eigentlich nichts gemacht und trotzdem ist der Tag bald rum. Aber hier kann man ganz schnell ganz viele Stunden totklopfen, wenn man an den Tieren, an der Natur und was weiß ich was allem interessiert ist, was man hier sehen kann. Ich werde jetzt auch so langsam mal einen Campingplatz anfahren, denn heute würde ich gern was früher Feierabend machen. Und wenn ihr mal auf den Lofoten seid und von Süd nach Nord fahrt, tut euch den Gefallen und fahrt so oft es geht über kleinere Nebenstraßen und nicht über die E10. Könnt ihr das hören? Richtig, nichts außer Wind, Wellen und Tieren. An der E10 quetscht ihr euch an LKWs, an Bussen, an Wohnmobilen vorbei. Da sind so verrückte Motorradfahrer wie ich unterwegs. Hier auf der 815 nichts, kein Mensch, kleine Dörfer und Küste, wie ihr hier seht. Also, wenn ihr was von der Natur sehen wollt und eure Ruhe haben wollt, nehmt die kleineren Sträßchen. Das letzte Ziel für heute ist ein Campingplatz auf der Nachbarinsel. Dahin zu kommen wird nochmal sportlich, denn das Wetter verschlechtert sich wieder. Der Wind frischt erneut auf und es ziehen schwere Wolken auf. Und auf die nächste Insel zu kommen ist gar nicht so einfach, wie das jetzt klingt. So, bevor es für mich weitergeht, warte ich erstmal, bis die Schulle vorbei ist, denn da hinten sieht man jetzt gar nicht, vor lauter Regen kommt eine Brücke, über die muss ich drüber, um auf die Insel zu kommen. Nur ich habe Sorge, dass es mich unterwegs runterpustet. Aber ich versuche mal mein Glück. Oben auf der Brücke wird es leider wirklich so ungemütlich wie befürchtet. Ihr könnt das hier an der Rüttelei des Motorrads erkennen. Die Koffer sind einfach ein sehr leichtes Angriffsziel für den Wind. Aber bis zum Campingplatz ist es dafür nicht mehr weit. Tja, ihr seht es selber, stark bewölkt und Sturm. Daher habe ich mir eine Hütte genommen. Ich zeige euch mal, wo ich diese Nacht unterkomme. Hier haben wir zunächst erstmal das beste Motorrad der Welt, ganz klar. Um zur Hütte zu kommen, gehen wir jetzt hier die Treppen hoch. Dumm-di-dumm, dumm-di-dumm. Und noch einmal. Ich wohne quasi im Baumhaus. Ja, wir haben es gleich. So. Tada! Ich habe es liebevoll die Trollhöhle genannt. Warum? Um reinzukommen, muss ich mit meinen 1,86 nämlich durch diese kleine Luke hier hoppala, nicht den Kopf stoßen. Und dann ist man hier in dieser netten kleinen Hütte. Ganz knuffig gemacht. Hat bis auf eine Küche alles, was man so braucht. Selbst das Elchgeweih, das fehlt nicht. Ja, Aussicht, man kann da hinten sogar bis zum Meer sehen, aber heute ist nicht viel mit Meer, leider. Und damit ist mein Abstecher auf die Lofoten auch schon fast wieder vorbei. Durch Sonne und Regen im Wechsel geht es immer weiter an der Küste entlang. Doch bevor es schließlich zurück aufs Festland geht, lege ich einen letzten Umweg ein und fahre in das entlegene Lauwig. Der dortige Leuchtturm soll ein schönes Ziel sein. Und das ist er auch. Nur muss ich dafür vorher an einigen Wegelagerern vorbei. Hallo! Hallo! Ja, dieser fotogene Kamerad hier ist der Leuchtturm von Lauwig. Was soll ich sagen? Nett?
Aber nur weil ich jetzt ein bisschen gegen die Sonne gefahren bin, glaubt nicht, wir hätten schönes Wetter. Wenn wir uns mal umdrehen, es geht die Welt unter, Wahnsinn. Während wir auf dem Weg nach Narvik die Lofoten verlassen, hier noch eine kleine Anekdote. Ich habe hier in der Gegend in den letzten 2 Tagen immer wieder ein und denselben Motorradfahrer an den unterschiedlichsten Stellen getroffen. Auf der Fähre nach Moskenes, beim Adler in der Bucht von Flagstad, an einer Tankstelle vor Narvik und, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, 3 Tage später in Gällivare in Nordschweden. Die Welt ist ein Dorf. Und an diesem Kreisverkehr verlasse ich schließlich die E10 und folge ab jetzt nur noch der E6 immer weiter nach Norden. Wir sind ab jetzt im Endanflug auf das Nordkap. Ja, Freunde, ich würde euch jetzt gerne sagen, dass das hier die Aussicht aus meinem Zelt ist, aber das wäre gelogen. Das hier ist die Aussicht von einer Hütte, auf der ich mich für die Nacht einquartiert habe. Denn seit ich in Narvik vorbei bin, es pisst. Wirklich, es pisst Bindfäden ununterbrochen. Meine Kombi ist durch, komplett. Ich habe eine wunderbare Stelle zum Wildcampen gefunden unterwegs an dem Fluss, den ihr da unten links sehen könnt. Aber vergesst es, die Sachen kriege ich im Zelt nie mehr trocken. Deswegen bleibe ich diese Nacht hier. Das, was da unten so verläuft und wo auch die Autos fahren, das ist die E6. Ich bin also wieder direkt auf der Straße morgen früh, aber dann hoffentlich ein bisschen trockener. So, dann schauen wir doch mal, ob sich das Warten gelohnt hat. Ja, hallo. Ist das blauer Himmel? Ja, das ist wirklich blauer Himmel. Das Warten hat sich gelohnt. Auch wenn es wirklich unheimlich ist, Mutterseelen allein auf einem Campingplatz zu sein. Der Campingplatzbetreiber war gestern wirklich knuffig. Er spricht kein Englisch, ich spreche kein Norwegisch, aber er sah mich pudelnass anfahren und empfing mich erstmal mit einem Tee und einem Keks. Danach verständigten wir uns mit Händen und Füßen auf eine Hütte für eine Nacht. Wirklich ein cooler Typ. Ich habe zwar jetzt laut Plan einen halben Tag verloren, aber das macht nichts. Von anderen Motorradreisenden habe ich nämlich gestern Abend erfahren, dass am Nordkap momentan so starker Wind herrscht, dass einigen die Maschine sogar über den Seitenständer umgeweht wurde. Da ich keine Lust habe, das auch zu erleben, ist es also kein Problem, dass ich erst morgen Mittag dort ankomme, wenn sich das Wetter wieder beruhigt haben soll. Also, ab in den Endspurt. Heute fahre ich bis nach Alta, der letzten größeren Stadt vor dem Nordkap. Obwohl es nur noch 650 Kilometer bis zum Nordkap sind, plane ich für diese Strecke 2 volle Tage ein. Ihr werdet unterwegs auch noch merken, warum. Bis dahin geht es aber erstmal immer weiter die E6 entlang. Zwar hat es aufgehört zu regnen, es ist aber immer nur noch knackige 5 Grad warm, meine Kombi ist von den gestrigen Schulden immer noch feucht und so langsam frage ich mich wirklich, warum ich mir sowas antue, während in Deutschland parallel sommerliche Temperaturen herrschen. Die Landschaft ist die meiste Zeit eher eintönig. Man fährt entweder durch Wald oder am Fjord entlang. Einziger besonderer Punkt ist unterwegs nur, dass meine Maschine Geburtstag hat. Schon 20.000 Kilometer ist sie alt, woran mich der Bordcomputer ab sofort immer wieder erinnert, er wünscht sich nämlich dringend die nächste Inspektion. Das Fahren an den Fjorden dauert stellenweise ewig, da man nicht immer eine Brücke über den Fjord oder einen Tunnel unter dem Fjord hat. Stellenweise muss man, so wie hier bei Olderdalen, um jeden einzelnen Fjord außen herumfahren. Das meinte ich vorhin damit, dass man am besten 2 Tage für diese Strecke einplant. Und so geht das gute 4 Stunden lang. Immer wieder Wald, Berge und Fjorde. Doch plötzlich ändert sich bei Oxfjordham mit der Überquerung eines Passes die Landschaft. Ihr stecht aus der Baumgrenze heraus und es eröffnet sich ein grandioser Überblick über den Fjord und die weitere Umgebung. Ab hier ist es auf einmal so, als wäre ich in einem anderen Land, so radikal hat sich die Landschaft verändert.
Alles wirkt wärmer, stellenweise fühle ich mich wieder wie in Südeuropa und nicht wie mitten im Polarkreis. Die letzten knapp 100 Kilometer bis Alta erzeugen so ein ganz besonderes Gefühl beim Fahren. Ehrlich, ich beneide die Menschen, die hier wohnen. Was ist das für eine tolle Landschaft? Bis zu meiner Unterkunft in Alta muss ich jetzt bloß noch immer diesen Fjord entlang, der passenderweise auch den Namen Longfjord trägt. Für die deutsche Geschichte ist das ein besonderer Fjord, denn hier, oder genauer gesagt hier drüben im Kåfjord, einem Seitenarm, lag von 1942 bis 1944 das deutsche Schlachtschiff Tirpitz vor Anker. Die Tirpitz sollte eigentlich die alliierten Nachschubwege nach Russland über das Nordmeer blockieren, aber außer dem Angriff auf einen Stützpunkt auf Spitzbergen blieb sie absolut bedeutungslos für den Kriegsverlauf und wurde 1944 von britischen Bombern so schwer beschädigt, dass sie im Kåfjord kenterte. Am nächsten Morgen starte ich von Alta aus in die letzten 230 Kilometer hoch zum Nordkap. Falls ihr euch wundert, warum ich Nordkap immer mit einem P schreibe, es hier auf dem Schild aber mit Doppel-P steht, hier die kurze Erläuterung. Die Kommune Nordkap und das Nordkap als Ort werden im Norwegischen zwar mit Doppel-P geschrieben, die deutsche Schreibweise hingegen nimmt nur ein P. Das hat mich selber total verwirrt und ich musste es noch während der Fahrt einfach mal nachschlagen. Es geht wieder hoch ins Fjell. Diese schwarzen Wimpel am Wegesrand werden von den Samen aufgestellt und bedeuten, dass es eine hohe Rentieraktivität in der Gegend gibt und man am besten entsprechend aufpassen sollte. Mir laufen auch schon bald welche in wirklich suizidaler Absicht vor den Hobel. Ab jetzt fahre ich eine Straße ins sprichwörtliche Nichts. Dass es regnet und nur 7 Grad warm ist mir jetzt herzlich egal. Ich bin einfach zu sehr von der rauen Schönheit dieser Landschaft fasziniert. Und während wir von der E6 auf die E69 wechseln und die letzten Kilometer ans Nordkap zurücklegen, möchte ich noch kurz 2 Worte an diejenigen richten, die diese Tour noch machen möchten. Ihr werdet unterwegs garantiert auf ältere Herrschaften treffen, die euch weismachen wollen, dass eine Reise ans Nordkap heute ja so einfach ist. Sie selbst sind ja vor 100 Jahren gefühlt noch mit der Postkutsche über Schotterstraßen ans Nordkap gereist und mussten unterwegs noch Trolle im Faustkampf bezwingen. So klingt es zumindest, wenn man ihren Geschichten lauscht. Heute ist das ja absolut kein Abenteuer mehr, wie ihr seht, wurde die Straße ja längst asphaltiert. Tut mir einen Gefallen, hört nicht auf diese Leute. Es ist nicht die Schuld jüngerer Menschen, dass wir heute eine asphaltierte Straße zum Nordkap haben, ein Tunnel auf die Insel führt und es dort ein Besucherzentrum mit Toiletten gibt. Aber jetzt, wo diese Infrastruktur da ist, müssen wir sie nun mal nutzen. Ich fahre nicht ohne Grund eine GS, glaubt mal, ich wäre auch ohne Asphaltstraßen ans Nordkap gefahren.
Meine Reise dorthin ist deswegen auch nicht weniger abenteuerlich. Ich habe unterwegs genauso geblutet, geschwitzt, gefroren, war einsam, hungrig, durstig, müde oder ängstlich. Also genau wie die älteren Herren es vor ihren 100 Jahren auch waren. Und genau genommen wurde diese Straße nur gebaut, weil früher so viele der heute Älteren ans Nordkap gefahren sind. Angebot und Nachfrage, BWL erstes Semester. Also sind diejenigen, die sich heute darüber beschweren, gleichzeitig auch diejenigen, für die diese Straße überhaupt erst gebaut wurde. Also, wenn ihr selbst noch auf diese Tour gehen wollt, dann macht einfach und lasst euch unterwegs bitte nichts erzählen. Als am Straßenrand die ersten Nordkap-Rentiere auftauchen, ist es nicht mehr weit. Die Landschaft beinhaltet schon seit wirklich vielen Kilometern keine Bäume mehr. Hier oben habt ihr hochalpines Gelände auf Meereshöhe. Die Straßen wirken so endlos, dass ihr trotz 100 km/h gefühlt absolut nicht vorwärts kommt. Stellenweise könnt ihr die Straße noch viele Kilometer in Richtung Horizont sehen. Trotzdem finde ich die Landschaft hier oben wirklich wunderbar zu fahren. Es ist ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Letzter Halt vor dem Nordkap ist Skarsvåg, angeblich nördlichstes Fischerdorf der Welt und wo die Menschen ganz besondere Nachbarn haben. Und dann ist es endlich soweit. Die Straße endet, das Land endet und der Kontinent endet. Ich habe das Nordkap erreicht. Nach 4440 Kilometern und 73 Stunden Fahrt erfülle ich mir einen Traum. Zwar ist es neblig, unten am Meer stürmisch und nur noch 6 Grad warm, aber ich bin endlich am Ziel. Und das hier ist mein Moment. Und damit endet diese Reise. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr mich auch bei meiner nächsten Reise begleitet. Bis dahin. Moment, ihr glaubt nicht wirklich, dass es das schon war, oder? Hallo, ich bin am Nordkap mit dem Motorrad. Ich will natürlich auch noch ein Bild von meinem Hobel vor dem Globus. Ja, dazu müssen wir morgen ein bisschen was tricksen. Das ist nämlich eigentlich verboten. Deswegen, ich mache erstmal Feierabend. Morgen früh sehen wir uns wieder. Sehr früh. Bereits jetzt sind es bloß noch 4 Grad und neuer Nebel zieht heran. Nur 2 Kilometer vom Nordkap entfernt wird es eine kalte Nacht im Zelt. Am nächsten Morgen bin ich bereits um 4:30 Uhr wieder auf der Straße und fahre zurück ans Nordkap. Es ist so kalt, dass ich bereits frierend aus meinem Schlafsack gekrochen bin und erstmal in meiner Motorradkombi joggen gegangen bin, um irgendwie meinen Kreislauf in Fahrt zu kriegen. Eisige 3 Grad und wieder nur Nebel. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Aufnahmen insgesamt alle so grau wirken. Wo ich gestern noch links auf den großen Parkplatz gefahren bin, fahre ich nun rechts Richtung Besucherzentrum. Nach einer kurzen Strecke über den Schotterweg ist der Globus auch schnell in Sicht. Warum ich so früh morgens hier bin? Weil man hier eigentlich nicht fahren darf und es das Personal im Besucherzentrum überhaupt nicht gerne sieht, wenn man sich über diese Regeln hinwegsetzt. Es ist aber so früh, dass das Besucherzentrum noch geschlossen hat und alle Wohnmobilcamper auf dem Parkplatz noch tief und fest schlafen.
So kann ich mich für ein paar schnelle Bilder an den Globus schleichen. Ja, da freut er sich. Ich bin aber auch sofort wieder weg, es ist hier oben unglaublich kalt und windig. Also genauso ungemütlich, wie es aussieht. Und mit diesen Bildern im Gepäck kann ich nun auch wirklich den Nachhauseweg antreten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Ja, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage Nordkap. Und jetzt? Der ursprüngliche Plan war, dass ich vom Nordkap aus noch ein bisschen weiter östlich fahre, Richtung Kirkenes oder Kirkenes, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Unter anderem auf dem Weg hinter euch kommt auf einer weiteren Halbinsel der Leuchtturm Sletnesfjord. Den habt ihr am Südkap auf einem Schild unterhalb des Nordkaps gesehen. Das wäre dann nicht nur von Kap zu Kap, sondern auch von Leuchtturm zu Leuchtturm geworden, nämlich vom südlichsten zum nördlichsten. Danach wollte ich eigentlich durch Finnland Richtung Süden, hatte da schon diverse Unterkünfte gebucht, wollte da auf Bärensafari gehen und hatte auch die Fähre von Helsinki nach Travemünde schon gebucht. Dann kam Corona, beziehungsweise Corona wurde wieder stärker, denn Finnland hat leider seit 3 Tagen die Grenze zu Norwegen geschlossen. Das heißt, ich stehe jetzt vor der wirklich großen Frage, was mache ich jetzt? Ich habe Folgendes überlegt, ich werde morgen nach Alta zurückfahren. Denn in Alta beginnt die E45. Die E45 werde ich dann bis zur finnischen Grenze folgen und dort mal mit all meinem Charme auf die Grenzbeamten einreden, dass sie mich als Transitreisenden durch Finnland durchlassen, nämlich nach Schweden. Das dauert ungefähr 2 Stunden, die ich dann durch Finnland fahren müsste. Ich müsste unterwegs nirgendwo anhalten und so weiter. Ich hoffe, dass sie mich durchlassen, denn wenn ich in Schweden die E45 durchfahren kann, dann fahre ich bis Göteborg, setze mich in Göteborg auf die Fähre nach Kiel und bin viel schneller wieder zu Hause, als wenn ich den ganzen Weg durch Norwegen wieder zurückfahren müsste. Außerdem, ich kenne Schweden wie meine Westentasche, da muss man nicht um jeden Fjord rumfahren, man muss nicht um jeden Berg rumfahren, man ist einfach viel schneller von A nach B gefahren. Und jetzt Norwegen die ganze Strecke zurückfahren, die ich schon gekommen bin, wäre ein bisschen langweilig. Auf der Karte sieht das so aus. Heute bis nach Alta zurück, dann runter nach Finnland durch und schließlich nach Schweden rein. Ja, und dann mal schauen, wie weit ich komme. Vielleicht schaffe ich es ja bis Gällivare. Aber eins steht fest, es wird ein elendslanger Tag auf dem Hobel, das hier auf der Karte sind mal eben 700 Kilometer. Unschön für mich dabei, es geht erstmal zurück nach Alta, also die gesamte Strecke des gestrigen Tages wieder zurück. Naja, immerhin bin ich nicht alleine auf der Straße, die Rentiere leisten mir gute Gesellschaft. Mit der Einfahrt in den Nordkap-Tunnel kehre ich dem äußersten Norden symbolisch den Rücken zu. So Freunde, kleiner Zeitsprung, wir sind mittlerweile kurz vor der finnischen Grenze. Ich bin von Alta immer weiter die E45 runtergefahren. Die Grenze ist jetzt noch 2 Kilometer entfernt. Ich versuche mal mein Glück, ob ich drüber gelassen werde. Und wenn nicht, muss man den ganzen Scheiß wieder zurückfahren. Achtet gleich mal ein bisschen während der Fahrt auf die Umgebung. Die Vegetation hat sich massivst verändert. Ich würde es schon fast als Steppe bezeichnen. Sehr interessant zu sehen. Jetzt wird sich zeigen, ob mein Plan aufgeht. Kann ich als Transitreisender durch Finnland und weiter nach Schweden? Oder schickt man mich bis Alta wieder zurück, weswegen ich dann auch gezwungenermaßen bis nach Narvik zurück müsste? Stunde der Wahrheit. Für das Gespräch mit dem Grenzpolizisten mache ich die Kamera aber mal lieber aus. Und es klappt. Er lässt mich durch und ich reise nach Finnland ein. Meine Daten werden notiert, ich werde ermahnt, auch bloß wie abgesprochen noch heute wieder auszureisen und nicht die abgesprochene Route zu verlassen, aber ich darf weiterfahren. Also willkommen in Finnland. Aber außer den Aufnahmen während der Fahrt und einigen Drohnenaufnahmen werden wir davon leider nicht viel zu sehen bekommen. Denn nach guten 100 Kilometern durch Finnland bin ich auch schon am Grenzübergang nach Schweden. Schweden selbst hat zu diesem Zeitpunkt keinerlei Einreisebeschränkungen, die Einreise über die Brücke bei Karesuando ist daher genauso unspektakulär, wie ich es von der Ausreise von Deutschland und rein in die Niederlande kenne.
Und ab hier habe ich wieder dieses wohlige Gefühl, nicht mehr auf unbekanntem Terrain unterwegs zu sein. Ich habe nun schon so lange in Schweden gelebt und hier auch so viele Urlaube verbracht, dass ich mich hier blind zurechtfinde und mich in keinster Weise irgendwie fremd fühle. Aber so weit nördlich in Schweden war ich bisher tatsächlich auch noch nicht, weiter als Kiruna war ich auch noch nie. Eigentlich kann ich auch nicht mehr. Mir schmerzt der Hintern, der Rücken ist krumm gesessen und ich habe auf der schwedischen E45 einige der Baustellen des Todes hinter mir. Abgefräster Asphalt, grober Schotter, Schlaglöcher wie Schützengräben. Aber bis Gällivare sind es bloß noch etwas über 200 Kilometer, also Augen zu und durch. Denn von Gällivare aus steht mir Schweden in alle Himmelsrichtungen offen. Moin zusammen. Jo, ich bin gestern bis Gällivare gefahren, ich verrückter Typ. Dementsprechend mir tut das Kreuz weh wie Sau. Ja, und jetzt stehe ich vor der großen Frage, wie geht's weiter? Ich habe keine Ahnung. Schweden ist für mich abgegrast eigentlich. Ich fahre gleich mal nach Jokkmokk runter. Da kann ich dann wenigstens noch ein Bild von meinem Hobel mit dem Polarkreisschild abgreifen und dann denke ich, fahre ich mal rüber an den botnischen Meerbusen. Da sollen es heute wenigstens 14 Grad werden. Vielleicht finde ich irgendwo ein nettes Fleckchen am Wasser und kann mich da ein bisschen aufwärmen. Ah, Schweden im Sommer. Herrlich. Hätte nicht gedacht, nach meiner Schwedentour 2 Monate zuvor so schnell wieder hier zu sein. Und fällt euch was auf? Kaum bin ich wieder an der Polarkreisgrenze und schon scheint mir die Sonne wieder in voller Kraft ins Gesicht. Der Polarkreis wollte mich diesmal wohl einfach nicht haben. Naja, hat ja auch so geklappt. Mitten auf der Polarkreisgrenze bei Jokkmokk lasse ich mir daher erstmal ein paar Minuten lang schön die Sonne auf den Pelz scheinen. Nach 5 Tagen Nässe und Wind habe ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, mich nicht nass, kalt und miserabel zu fühlen. Schön, dass sich Schweden von seiner allerbesten Seite zeigt. Unweit von Jokkmokk geht die Straße zum Sarek-Nationalpark ab. Der Sarek wäre tatsächlich einer der wenigen Orte in Schweden, die für mich noch einen weißen Fleck auf der Landkarte darstellen. Doch Straßen in den Park selbst gibt es nicht und Wandern kann ich in meiner Kombi generell vergessen, also bleibt es bei einem kurzen Start meiner Drohne entlang der Straße. Irgendwann wird auch dieser weiße Fleck auf der Landkarte noch erschlossen. Und bis zur Ostsee fahre ich sie wieder, diese endlosen Straßen durch den Wald, die einem besonders bei diesem Wetter ein Gefühl von grenzenloser Freiheit geben. Andere finden es vollkommen langweilig, ich könnte den ganzen Tag immer so weiterfahren. Man rollt und rollt, ohne einmal anhalten zu müssen, ganz anders als Deutschland mit seinem ewigen Stop and Go. Unterwegs will ich mir in Boden die dortige historische Festung Rödbergsfortet angucken. Und hier passiert etwas Merkwürdiges. Ich will mit dem Motorrad hoch zum Vorfahren, aber auf dem Weg dorthin versperrt mir ein Soldat den Weg. Boden ist heute eine wichtige Garnison des schwedischen Militärs und rund um das Fort liegen Übungsplätze. Warum ich dort nicht hoch darf, sagt er mir nicht. Er sagt mir nur Folgendes: You risk being locked. Meint er damit, man würde mich verhaften und einsperren? Oder meint er damit, dass man mich versehentlich einschließen könnte? Keine Ahnung. Aber ich parke in Folge lieber mal unten und spaziere durch den Wald hoch zum Fort. Allerdings ohne zu wissen, ob das überhaupt erlaubt ist. Das Fort ist geschlossen, aber die Aussicht über Boden ist trotzdem geöffnet. Und ich muss herzlich schmunzeln, als ich dieses Schild sehe. Auf dem Rückweg stolpere ich noch zufällig über diesen Kollegen hier. Und verhaftet werde ich übrigens nicht. Die Festung Boden steht sinnbildlich für viele Orte, an denen ich auf dem Weg nach Süden in Schweden vorbeikomme. Die haben nämlich alle geschlossen. Es ist wie verhext. Wohin ich auch komme, alles hat geschlossen. Nicht etwa wegen Corona, sondern einfach, weil die Sommersaison jetzt Ende August bereits vorbei ist. Das hatte ich vollkommen vergessen. Also folge ich erst einmal der E4 Richtung Süden und wechsle auf Sehenswürdigkeiten in der Natur, die netterweise nie geschlossen sind. So geht das Ganze 2 Tage lang, immer möglichst nah am Wasser entlang in Richtung Süden. Trotzdem bin ich nach 2 Tagen immer noch in Mittelschweden, so verdammt groß ist dieses Land. Weiter südlich komme ich in eine Region am botnischen Meerbusen, die sich Höga Küsten nennt, die Hochküste.
Seit der letzten Eiszeit wachsen diese Hügel hier jedes Jahr um ca. 8 mm. Mittlerweile sind sie bis zu 285 Meter hoch. Hier liegt auch der Skuleberget, von dem man eine wunderbare Aussicht auf das Bergland und das Meer hat. Zum Abschluss der Fahrt durch die Region Höger Küsten fährt man über die gleichnamige Hängebrücke, die sicherlich eines der meist fotografierten Bauwerke hier in der Gegend und das zweithöchste Bauwerk in ganz Schweden ist. Und wisst ihr, wo ich auch noch nie war, obwohl ich hier ganz in der Nähe mal gelebt habe? Schwedens Mittelpunkt. Ja, bei Sundsvall gibt es tatsächlich einen Ort, der angeblich den geografischen Mittelpunkt Schwedens darstellt. Hier oben auf dem Flataklocken genannten Hügel im Wald habe ich nach 2 Tagen Fahrt jetzt erst die Mitte Schwedens erreicht. Wäre ich nicht durch Finnland gekommen und hätte über Norwegen zurückfahren müssen, dann wäre ich jetzt ungefähr auf Höhe Narvik, also gute 1000 Kilometer weiter nördlich. An diesem Abend, es ist der 29. August, verabschieden die Menschen in Sundsvall in einer feierlichen Zeremonie den Sommer. Dazu stellen sie entlang des Wassers hunderte große Teelichter auf und treffen sich in kleinen Gruppen. Es wird zusammen gegessen und gesungen. Eine schöne Tradition, und dass der Sommer wirklich vorbei ist, werde ich kurze Zeit später auch noch am eigenen Leib erfahren. Mein weiterer Weg führt mich einmal quer durch das Herz Schwedens runter nach Dalarna. In 2 Tagen möchte ich in Göteborg die Fähre nach Kiel nehmen, also klemme ich mich ab Mora einfach wieder auf die E45. Schweden will mich anscheinend nochmal mit seiner Schönheit beeindrucken. Als ob es das noch müsste. Bei Mora verbringe ich die letzte Nacht in Schweden dann auf einem Campingplatz am Siljan. Während der Fahrt gut geschüttelt. Ja, Freunde, es wird Zeit für den Heimweg. Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist eigentlich schon da. Oben in Narvik sagte mir eine Frau, hey, wir hatten schon den ersten Frost, der Sommer ist vorbei. Gestern in Sundsvall haben sie offiziell mit Kerzenparade am Seeufer den Herbst willkommen geheißen. Und ich merke es an den Temperaturen, auch jetzt tagsüber, auch wenn wie jetzt gerade die Sonne scheint, es werden nur noch 10 Grad. Nachts haben wir fast Frost. Deswegen habe ich auch beschlossen, meinen Rückweg vorzuverlegen. Ich werde jetzt morgen schon die Fähre nach Deutschland nehmen. Deswegen bin ich heute bis Mora gefahren. Ich bin übrigens wieder auf dem gleichen Campingplatz, auf dem ich vor 3 Monaten schon mal war, als ich meine Süd- und Mittelschweden-Tour gemacht habe. Ganz nett, nur diesmal in einer Hütte. Von daher, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Abendsonne, fahre morgen früh die restlichen 450 Kilometer und dann soll es das auch gewesen sein. Lasst euch von diesem wunderschönen Sonnenschein nicht in die Irre führen. Es ist bitterkalt auf dem Motorrad, wirklich. Es hat 3 Grad. Bei mir ist eben die Frostwarnleuchte angesprungen. Wir haben den 31. August 2020. In Schweden sind die Sommerferien gerade erst zu Ende gegangen. Die Kinder gehen alle erst gerade wieder zur Schule. Und letzte Nacht gab es den ersten Frost des Jahres. Ich bin runde 20 Kilometer außerhalb von Mora, mitten in Dalarnas Wäldern. Genau hier hätte ich die Nacht verbracht, wenn ich gezeltet hätte. War gut, dass ich es nicht getan habe. Zum Glück wird es mit aufsteigender Sonne aber schnell wärmer. Ich will gar nicht wissen, wie kalt es am Nordkap mittlerweile ist. Wahrscheinlich fällt dort schon der erste Schnee. Ich habe es wohl gerade noch so auf den letzten Drücker nach da oben geschafft. Kommt euch die Gegend hier bekannt vor? Sollte sie auch, denn vor 2,5 Monaten war ich hier schon mal, damals bin ich aber in die andere Richtung gefahren. Am Abend nehme ich in Göteborg die Fähre nach Kiel. So wurde aus Finnland schließlich Schweden und aus Helsinki wurde Göteborg. Nichts ist so beständig wie die Lageänderung.
Wobei ich mich trotz der Grenzschließung und der Wetterkapriolen wirklich nicht beschweren darf. Immerhin konnte ich trotz einer globalen Pandemie reisen. Und obwohl zu Hause die Isolation wartet, fühlt es sich gut an, wieder auf dem Heimweg zu sein. Und so endet auch diese Reise, diesmal wirklich. Knappe 8000 Kilometer sind es am Ende geworden, 5 Länder, unzählige Rentiere und eckig gefahrene Reifen. Und ich nehme unendlich viele Eindrücke mit nach Hause. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Reise.